Guten Morgen, sehr verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, sehr verehrte Damen und Herren. Ich freue mich, eine Verjüngung beim Aktionariat feststellen zu können. Das tut uns gut. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, Sie zu Beginn in unser Jubiläumsjahr 2023, wo wir das 50-jährige Bestehen der Rational Aktiengesellschaft gefeiert haben, mitzunehmen. Zu den Feierlichkeiten gehörte ein Jubiläumsbuch für unsere Mitarbeitenden und unsere Partner. Es liegt am Informationstisch aus, wenn Sie hineinschauen möchten. Es gehörte dazu ein Tag der offenen Tür in unserer preisgekrönten Fabrik im Juli in Landsberg, Feierlichkeiten in unseren Vertriebsgesellschaften im Ausland, eine Einladung für die 800 weltweit wichtigsten Händler und Partner im Herbst nach Landsberg und als krönenden Abschluss ein Jubiläumsfestakt und das Siegfried-Meister-Konzert mit rund 1800 Besuchern in Werk 3 in Landsberg. Doch sehen Sie selbst. Wenn es schmeckt, sprechen alle dieselbe Sprache. Alles Gute, Rational. Happy Birthday zu 50 Jahren. Just wishing Rational a happy 50 years and many more to come. Auf die nächsten 50 Jahre. Alles Gute, Rational. Alles Gute für Rational. Alles Gute, Rational. Ja, wenn es schmeckt, dann sprechen wir alle dieselbe Sprache. Dies ist das Motto unseres Jubiläumsjahr 50 Jahre Rational. Und sehr geehrte Damen und Herren, liebe Geschäftspartner, ich heiße Sie recht herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung. Nach Schankschluss gehe ich fast immer, manchmal sind wir ein bisschen müde, in die Küche, um nach den Rechten zu schauen, ob alles ordentlich ist. Da stand ich kürzlich gedankenverloren neben einem Kombidämpfer, bei dem bereits die Selbstreinigung lief. Es schäumte, es plätscherte, es rauschte. Für mich war es wie Musik. Bitte entschuldigen Sie, dass ich kurz vor dem Konzert, dass ich Sie gleich hier hören werden und dass wir hier wunderbar haben, wie ein Kulturbanause klinge. Aber für mich sind eben diese Wasserspiele echte Poesie. Wenn es
wenn es schmeckt, sprechen alle dieselbe Sprache. Das war unser Motto für das Jubiläumsjahr, dass wir nicht nur 50 Jahre feiern durften, sondern auch 50 sehr erfolgreiche Jahre, ist unserer kompromisslosen Ausrichtung auf den Kunden, unserem Willen und unserer Bereitschaft, diesem zu dienen, geschuldet. Viele Unternehmen sagen das, einige tun es. In unserer Branche hat jedoch niemand ein so großes und so dichtes Netz an Mitarbeitenden, die sich um den Kunden kümmern, wie wir. Sei es im Außendienst, im Innendienst oder im technischen Kundendienst. Das führt zu einer besseren Betreuung der Kunden, der intensiven Unterstützung der Kunden im Gebrauch unserer Kochsysteme und der besseren Versorgung der Kunden durch unsere Servicepartner. Unsere Kunden können mit uns erfolgreicher und nachhaltiger werden und bleiben. Der Erfolg unserer Kunden ist uns das Wichtigste. Wenn wir ihn erfolgreich machen und erhalten, werden wir erfolgreich sein. Aber es ist viel besser, dazu einen Kunden reden zu lassen. Schenken Sie Ihre Aufmerksamkeit Luki Mauer, der in Rattenberg in Niederbayern in der Landwirtschaft seiner Eltern einen alten Stall zum Gasthof Steu, zu einem Catering-Unternehmen und einer Kochschule umgebaut hat und zu unseren treuen Kunden gehört. Das Besondere daran ist, dass wir ohne diese Geräte gar nicht mehr arbeiten könnten. Und das Gute daran ist, dass jeder die Geräte versteht. Hallo, mein Name ist Luki Maurer, ich bin Koch, Küchenmeister, Biobauer und züchte Wagyu-Rinder hier in Rattenberg im wunderschönen Niederbayern. Wir sind hier in Scherengrupp, das ist das Elternhaus meiner Mutter und war bis 1996 ein Vollerwerbsbauernhof mit dem Schwerpunkt auf Milchwirtschaft. 1996 haben wir aufgehört mit der aktiven Landwirtschaft. Dann war dieser Hof wirklich im Dornröschenschlaf und 2005 haben meine Frau und ich dem Ganzen wieder Leben eingehaucht und haben begonnen mit unserer ökologischen Wagyu-Zucht und haben uns selbstständig gemacht mit einem Catering-Service, Ludwig Maurers Meeting Point. Daraus hat sich später die Idee entwickelt, eine eigene Kochschule hier zu etablieren im alten Kuhstall. Und das bayerische Wort für Stall ist Steu. Und so kam das Gebäude zu seinem Namen. Und wir sind ein Biobetrieb, arbeiten komplett ökologisch und haben in unserer Produktionskette alle Energien aus eigener Herstellung. Bei uns sind verschiedene Rational-Kochsysteme im Einsatz. Wir haben ja zum einen wirklich die Showküche, wo wir den Herdblock als Klavier bezeichnen. Das ist eine große Fläche, wo wir anrichten, wo wir kochen. Wir spielen quasi mit den Lebensmitteln. Aber auch hier haben wir modernste Rationaltechnik. Wir haben den iCombi, den iVario, in klein natürlich. Und es nimmt uns unglaublich viel Arbeit ab. Auf der anderen Seite haben wir für die großen Produktionen unsere Catering- und Produktionsküche, wo wir wirklich mit schweren Geräten arbeiten, wo wir mit 50 Liter Kessel im iVario arbeiten und wirklich mit einem Standgerät, dem iCombi. Und das Besondere ist, dass jemand, der vielleicht noch nie bei uns gearbeitet hat, der noch nie in unserer Küche war, einfach nur lesen können muss und sich an das halten, was unsere Programme vorgeben. Den Rest macht die Technik. Und dieser Technik vertrauen wir zu 110%. Wir setzen sehr viel vom Original-Rational-Zubehör ein und ich habe natürlich auch meine Lieblinge. Die Steak-Griddle-Bleche sind unglaublich optimal, um wirklich eine große Menge an Steaks perfekt beim gleichen Garpunkt und der gleichen Röstung auf den Teller zu bringen, was vor allem bei großen Veranstaltungen natürlich wichtig ist. Auf der anderen Seite haben wir aber auch mit dem iVario die Möglichkeit, sowohl zu frittieren, als auch sous vide zu garen, als auch zu dämpfen. Oder auch mal wirklich ganz analog auf den roten Knopf zu drücken und zu sagen, ich brate jetzt einfach mal mein Geschnetzeltes oder meine Pilze oder meine Knochen für die Schü an. Und das macht es so besonders. Ein
unfassbar flexibles Gerät und das wissen die meisten nicht. Und wir machen sehr, sehr viele Schulungen bei uns im Haus, wo wir wirklich die ganze Breite des Könnens dieser Geräte auch zeigen, ob es beim iVario ist, ob es beim iCombi ist. Und ich habe mich selber dabei ertappt, dass ich anfangs nur 20% der Fähigkeiten dieser Geräte auf dem Schirm hatte. Und wenn man mal in dem Thema ist, dann wird man feststellen, meistens ist das Problem nicht das Gerät, sondern meistens steht das Problem vor dem Gerät. Und man muss sich wirklich darauf einlassen, man muss anders denken. Ich habe jetzt schon viele Schulungen gemacht, die auch bei uns im Hause stattfinden und es gibt immer wieder was Neues zu entdecken. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit der digitalen Fortbildung. Wir haben bei Rational TV in der Mediathek diverse Clips, unter anderem auch Clips mit mir, wo wir wirklich die ganze Bandbreite, das ganze Können, die ganze Funktionalität aller Geräte zeigen. Und ehrlich gesagt, auch ich greife da ganz oft drauf zurück. Das Beste daran ist, dass wir ohne diese Geräte gar nicht mehr arbeiten könnten. Das Gute daran ist, dass jeder diese Geräte versteht. Schöner als Luki Maurer kann man es nicht sagen. Wenn Sie vor 2 Wochen Grill den Hensler geschaut haben, haben Sie ihn wiedererkannt. Damit das so bleibt, sind wir ständig auf der Suche, Neues zu entwickeln und Bestehendes zu verbessern. In 2023 und 2024 haben wir weitere Innovationen angekündigt und eingeführt. Ich möchte 2 davon ausführlicher vorstellen. Eine, die schnell bei vielen Kunden Nutzen stiften wird. Eine zweite, die so revolutionär ist, dass sie wohl etwas Zeit brauchen wird. Die Innovation mit größerem Neuigkeitscharakter wurde während der Händlerbesuchen in Landsberg im September vorgestellt und an der Internorga in Hamburg im März eingeführt. Es ist der iHexagon, eine neue Rational-Produktkategorie und das war eine Weltpremiere. Nach dem ersten Kombidämpfer 1976 und dem ersten Vario Cooking Center im Jahr 2005 haben wir eine dritte Produktkategorie geschaffen. Der iHexagon ist das weltweit erste und einzige Kochsystem, welches 3 Energiearten Heißluft, Dampf und Mikrowelle intelligent auf 6 Einschüben kombiniert. Er ist also nicht ein besserer Kombidämpfer, sondern etwas völlig Neues. Mit der zusätzlichen Mikrowellentechnologie können Speisen bis zu über 30% schneller gegart werden und das ohne Qualitätsverlust und bei höchster Gleichmäßigkeit. Die 3 Garquellen werden im iHexagon intelligent kombiniert. Was heißt das? Es heißt, dass der Koch nicht wissen muss, welche Energieart, in welcher Dosis, in welcher Reihenfolge, in welcher Kombination und wie lange eingesetzt wird, um sein Wunschergebnis zu erreichen. Das macht der iHexagon ganz alleine. So begegnen wir mit unserer Garintelligenz dem akuten Fachkräftemangel in der Gewerbeküche. Übrigens schon seit 2004 im damaligen Self-Cooking Center und natürlich auch im aktuellen iCombi Pro Kombidämpfer und im iVario. Wir haben rund 10 Jahre mit wechselnder Intensität an der Entwicklung des iHexagon gearbeitet, weil es keine einfache Sache ist, überhaupt eine weitere Energiequelle zu integrieren und von einer Garintelligenz für Heißluft und Dampf auf eine Garintelligenz von Heißluft, Dampf und Mikrowelle aufzurüsten. So gab es zahlreiche Herausforderungen zu überwinden. An der diesjährigen Internorga war Rational bzw. der iHexagon denn auch das Messethema. Dort haben wir ihn ausgewählten Kunden vorgeführt. Sie waren alle restlos begeistert.
Und es freut uns sehr, dass 2 Monate danach schon erste Kaufzusagen vorliegen. Wir gehen davon aus, dass es dauern wird, bis die Kunden den Nutzen des iHexagon selbst erfahren und realisiert haben, was er für ihre Abläufe bei der Speisenproduktion bedeutet. Er ist ein Spezialist für Kunden, die noch mehr Flexibilität brauchen und große Mengen schnell produzieren wollen. Beispielsweise im Snackbereich für Grab and Go, früher hat man Takeaway gesagt, oder für Kochen, um bedarfsgerecht frisch nachzuproduzieren. Die zweite Innovation ist iCare System Autodose. Was steckt hinter diesem Namen? Seit 2004 mit dem ersten Self-Cooking Center haben wir dem damals üblichen, aber sehr umständlichen Flüssigreiniger AD gesagt. Seitdem verwenden wir Reinigertabs, ähnlich wie Sie sie von Ihrem Geschirrspüler zu Hause kennen. Seit Oktober 2023 können unsere Kunden für alle Tischgeräte des iCombi Pro eine neue Option erhalten. Dabei wird die Reiniger- und Entkalkungssubstanz in Kartuschen im Gerät vorgehalten und automatisch dosiert abgegeben. Je nach Verwendung des Kombidämpfers reicht eine Kartusche bis zu 3 Monate. Die Vorteile und Funktionsweise stellen wir Ihnen gerne in einer kurzen Animation vor. Die Jury der Internorga in Hamburg war so überzeugt von der Innovation, dass wir dafür den sogenannten Zukunftspreis gewonnen haben. Die Reinigung spielt beim Koch- oder Reinigungspersonal praktisch keine Rolle mehr. Sie ist entkoppelt von der täglichen Arbeit und damit können unsere Kunden ihre Geräte noch leichter, sauber und hygienisch einwandfrei halten. Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, sehr geehrte Damen und Herren, um weiterhin innovativ zu bleiben, müssen wir investieren und brauchen wir die richtigen Menschen, die als UIU, als Unternehmer im Unternehmen bei uns arbeiten und rational dabei helfen, seine Kunden erfolgreich zu machen. Lassen Sie mich noch kurz über die wichtigsten Investitionen sprechen, die wir in 2023 unternommen haben, und dann über unsere UIU. Wir sind dabei, den Werksneubau in Wittenheim dieses Jahr abzuschließen. Das neue Heim für den iVario mit einer Produktionskapazität von rund 25.000 Geräten pro Jahr. Für unsere Kunden wird es neue top eingerichtete Trainingscenter geben und für unsere UIUs moderne Arbeitsplätze und zum ersten Mal auch ein Betriebsrestaurant wie in Landsberg. Wir werden in China im zweiten Halbjahr 2025 ein lokal gefertigtes Einsteigermodell eines Kombidämpfers, welches preislich unter unseren heutigen Modellen liegen wird, einführen. Dazu haben wir den Umbau eines Fertigungsstandortes in Suzhou im Großraum Shanghai investiert. Sie sehen hier Bilder
vom Gebäude, aus der Fertigungshalle und der offiziellen Eröffnungsfeier am 26. März 2024. Für das Unternehmen sind unsere Kunden die wichtigsten. Im Unternehmen sind unsere UIU die wichtigsten. Sie machen alles erst möglich. Unsere Innovationen, unsere Produkte, unsere Kundengewinnung und Kundenbetreuung und alles, was es an internen Dienstleistungen braucht, damit rational funktioniert. Ende 2023 haben wir weltweit 2554 UIU beschäftigt. Das war ein Wachstum von 6%. Als Arbeitgeber tun wir sehr vieles, um unsere Attraktivität zu steigern und so die für uns richtigen Menschen zu gewinnen. Dazu haben wir auch in 2023 eine überdurchschnittlich hohe Gehaltserhöhung durchgeführt, um die Inflationseffekte zu mildern. In Deutschland beispielsweise betrug sie 5%. Unsere Personalfluktuation war in 2023 auf einem neuen Rekordtief von 6% weltweit. Wenn Sie sich selbst einen Eindruck verschaffen wollen, wie wir neue UIU, vor allem junge Menschen, gewinnen wollen, in Halle 5 der Messe findet heute die Firmenkontaktmesse Pyramid statt, wo wir mit einem begeisternden Team, unserem Foodtruck und über 1000 Brezen vertreten sind. Sollten Sie also nach dem Mittagessen bei uns noch hungrig sein, was ich kaum glaube, gibt es in Halle 5 auch was Kleines zu essen aus dem Rational. Das Jubiläumsjahr hat uns allen wunderbare Momente beschert. Gemeinsam feiern, Gastgeber zu sein für Kunden und Partner, der Öffentlichkeit unsere preisgekrönte Fabrik zu zeigen, und 94 UIU konnten in 2023 zusätzlich ihr persönliches Dienstjubiläum feiern. 24 davon sind mehr als 30 Jahre bei uns, 4 davon sogar 40 Jahre. Es ist lange und wichtige Tradition, dass wir unsere treuen Kolleginnen und Kollegen feiern, sie ehren und ihnen ein schönes und wertvolles Geschenk machen. Das passiert an 2 Feiern, von denen Ihnen ein kurzer Film einen Eindruck vermittelt. Das Beste an meiner Zeit bei Rational, dass meine Kollegen inzwischen auch tatsächlich zu Freunden geworden sind. Ein guter Tag bei Rational sieht für mich so aus. Ich komme als Letzte ins Büro, hole mir einen Kaffee, starte meinen PC und setze mich an meinen Platz. Hoffe, dass alle meine Kollegen da sind und nicht im Homeoffice sind. Und dann lege ich los. Ich freue mich schon auf eine weitere gute Zusammenarbeit mit meinen in Zukunft liegenden Aufgaben und Kollegen. Okay, was Rational für mich ausmacht. Rational ist mein Leben. Ich werde dieses Jahr 50 Jahre alt, bin 25 Jahre bei Rational. Also ich bin im Prinzip im selben Geburtsjahr wie Rational. Besser kann es nicht sein. Und ich freue mich schon auf das Jubiläumsjahr 2023 und auf die Werkseröffnung in Wittenheim. Es ist für mich wie Familie und einfach die beste Firma der Welt. Und ich freue mich schon auf den nächsten Gang von heute Abend. Danke Rational, dass ich da sein darf. Was Rational für mich ausmacht,
es ist einfach die beste Firma der Welt. Und es gibt Currywurst mit Pommes. Ganz persönlich war für mich ein ebenso schöner Moment in 2023, als ich im November allen UIUs weltweit im Namen des Aufsichtsrats und des Vorstands die frohe Botschaft mitteilen konnte, dass jede und jeder weltweit zum 50. Geburtstag von Rational eine zusätzliche außerordentliche Zahlung von 1973, unser Geburtsjahr, Euro oder diesen Betrag in der jeweiligen Landeswährung erhalten wird. Die Freude über diese Überraschung war sehr groß und ebenso die Dankbarkeit unserer UIUs. Zum Schluss möchte ich unseren Kunden auch in ihrem Namen stellvertretend für ihr Vertrauen und ihre Treue danken. Und ich bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen für ihren bemerkenswerten Einsatz in 2023 und in den ersten Monaten von 2024, wo wir erneut erfolgreich gestartet sind. Schließlich danke ich ganz besonders Ihnen, geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre, für Ihr anhaltendes Vertrauen und Ihre Unterstützung. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, wir haben jetzt viel über Feiern gesehen. Neben unserem 50-jährigen Firmenjubiläum war im letzten Jahr ein weiterer Grund für uns zum Feiern, dass wir im Geschäftsjahr zuvor, in 2022, erstmals in der Firmengeschichte die wichtige Marke von 1 Milliarde Euro Umsatz übersprungen haben. Und natürlich war es für uns ein großer Ansporn, auch im Jubiläumsjahr diese Umsatzmilliarde zu halten und mehr noch mit einem weiteren Umsatzzuwachs unseren langfristigen Wachstumstrend fortzusetzen. Dass wir hierin erfolgreich waren, haben wir bereits am 11. Januar im Rahmen einer Ad-Hoc-Mitteilung veröffentlicht. Und lassen Sie uns nun gemeinsam einen detaillierteren Blick auf die Zahlen und finanziellen Resultate des Jubiläumsjahrs sowie des ersten Quartals in diesem Geschäftsjahr werfen. Beginnen wir mit dem Umsatz. Sie sehen hier die Entwicklung der Umsatzerlöse der Jahre 2018 bis 2023. Und wir haben mit 1,126 Milliarden Euro Umsatz mit unseren erstklassigen Produkten und Dienstleistungen erneut einen neuen Umsatzrekord erreicht und konnten unseren Umsatz um mehr als 10% steigern bzw. um mehr als 100 Millionen Euro übertreffen. Wir kehren damit nach 2 Jahren mit außergewöhnlichen hohen Wachstumsraten im Nachgang zur Corona-Pandemie zu unserem normalen Wachstumstrend von der Zeit vor 2020 zurück. Zur guten Umsatzentwicklung haben bei gleichbleibend hohen Absatzzahlen vor allem notwendige Preiserhöhungen aufgrund der gestiegenen Einkaufspreise sowie ein vorteilhafter Regionenmix beigetragen. Die außergewöhnliche Dynamik der Jahre 2021 bis 2023 war durch die Versorgungskrise und in der Folge ungewöhnlich langen Lieferzeiten für unsere Projekte, für uns alle, für unsere Kunden und unsere Mitarbeiter sehr herausfordernd. Diese Dynamik möchte ich Ihnen anhand dieser Darstellung erläutern. Sie zeigt die quartalsweise Entwicklung des Auftragseingangs, das ist die linke hellgraue Säule, der Umsatzerlöse, die dunkelgraue rechte Säule und als Folge davon die Entwicklung unseres Auftragsbestandes, das ist die rote Linie. In den Jahren 2019 bis 2020 hielten sich Auftragseingang und Umsatzerlöse jeweils die Waage und der Auftragsbestand lag damals bei 70 Millionen Euro. Die Lieferzeiten damals lagen bei 1 bis 2 Wochen. Aufgrund
der schwierigen Versorgungssituation mit Rohmaterialien und Komponenten kam es ab dem zweiten Quartal 2021 zu deutlich höheren Lieferzeiten und infolgedessen zu einem Hochschnellen der Auftragseingänge. Bis zum zweiten Quartal 2022 stieg der Auftragsbestand auf einen neuen Rekordwert von 430 Millionen Euro. Und es hat nun bis zum dritten Quartal im letzten Jahr gedauert, diesen hohen Auftragsberg abzuarbeiten und wieder auf ein normales Niveau zu kommen. Und Sie sehen, im letzten Quartal 2023 haben wir jetzt die Normalisierung erreicht. Auftragseingang und Umsatz liegen in etwa auf gleichem Niveau und der Auftragsbestand hat sich nun bei einem neuen Niveau von 120 Millionen Euro stabilisiert. Diese Normalisierung des Auftragsbestandes ist entscheidend für unsere Kunden. Denn nur so können wir ihnen unsere gewohnt niedrigen Lieferzeiten zusichern und diese auch einhalten. Mithilfe unserer sehr flexiblen Produktionssysteme können wir auch kurzfristig, wenn notwendig, innerhalb von 2 Tagen ein dringend benötigtes Gerät produzieren und ausliefern. Ich möchte an dieser Stelle erneut einen Dank an alle Mitarbeitenden senden, die mit hohem persönlichen Einsatz und Flexibilität dazu beigetragen haben, diese dynamische und für uns alle sehr schwierige Geschäftsentwicklung in den letzten 3 Jahren bestmöglich zu meistern. Mit dem Wissen der besonderen Dynamik der letzten 3 Geschäftsjahre schauen wir nun auf die Entwicklung unserer Produktgruppen, denn die beiden Produktgruppen, der iCombi und der iVario, waren in der Versorgungskrise mit jeweils unterschiedlichen Situationen konfrontiert. Sie sehen hier das iVario, das war in 2021 besonders und in 2022 nicht mehr von den Liefereinschränkungen mit Prozessoren betroffen. Und so konnten wir beim iVario den hohen Auftragsbestand aus 21 schon in 22 in Umsatz überführen und ein fulminantes Umsatzwachstum von 57% ausweisen. Ohne diese Versorgungseinschränkung hätte sich dieses Umsatzwachstum auf die beiden Geschäftsjahre 21 und 22 verteilt. Und vor diesem Hintergrund relativiert sich der Umsatzrückgang, den wir im abgelaufenen Geschäftsjahr sehen, von 8%. Ich möchte dabei ausdrücklich betonen, dass wir in diesem Umsatzrückgang keine Veränderung der langfristigen Erfolgsaussichten des iVarios am Markt sehen und das freie Marktpotenzial weiterhin sehr hoch ist. Das Umsatzwachstum des Konzerns ist damit im Wesentlichen auf die gute Umsatzentwicklung der Produktgruppe iCombi zurückzuführen. Diese ist im letzten Jahr um 13% gewachsen und überschreitet damit als Produktgruppe erstmals selbst die Umsatzmilliarde. Schauen wir auf die Geschäftsentwicklung nach Regionen. Europa inklusive Deutschland bleibt mit einem Umsatzanteil von mehr als 50% unsere größte Region. Aufgrund der höheren Marktdurchdringung mit unseren Produkten sind die Wachstumsraten hier geringer als in den Überseemärkten. Europa ohne Deutschland kann dabei einen Umsatzzuwachs von 5% vorweisen, vor allem getrieben durch die wichtigen Märkte Großbritannien, Frankreich und Spanien. Der Einzelmarkt Deutschland lag mit 122 Millionen Euro um 3% leicht unter dem hohen Niveau des Vorjahres. Allerdings gegenüber 21 konnten wir auch hier um 19% zulegen, was den geringen Umsatzrückgang relativiert. Zweistellige Wachstumsimpulse kamen im letzten Jahr erneut aus den Überseeregionen. Die wichtigste Wachstumsregion ist für uns weiterhin Nordamerika, wo wir um 18% zulegen konnten. Einerseits haben wir hier noch eine geringere Marktdurchdringung unserer Geräte und andererseits war aber auch das wirtschaftliche Umfeld besonders im Straßengeschäft sehr dynamisch. Das höchste prozentuale Wachstum konnten wir in Asien mit 24% erzielen. Besonders erfreulich war der Umsatzzuwachs in China mit 38%, unter anderem
aufgrund eines zusätzlichen Großauftrages eines großen Kettenkunden. Auch die weiteren asiatischen Märkte konnten im Umsatz zweistellig zulegen. Lediglich in dem für uns kleineren Markt Korea konnten wir den Vorjahresumsatz nicht erreichen. Und zum Schluss noch die Region Rest der Welt. Hier legten unsere Umsätze ebenfalls um 8% zu, insbesondere im Nahen Osten und in Australien. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen, das EBIT, hat im letzten Jahr mit 277 Millionen Euro analog zum Umsatzrekord ebenfalls einen neuen Rekordwert erreicht. Wir konnten damit im Vergleich zum Vorjahr das EBIT um 17% steigern und damit die EBIT-Marge auf 24,6% erhöhen. Der wesentliche Treiber für die gute Ergebnisentwicklung war natürlich in erster Linie die gute Umsatzentwicklung mit plus 10%. Gleichzeitig konnten wir die Rohertragsmarge um 1,4 Prozentpunkte auf 56,7% steigern. Hier spiegeln sich zwei Effekte wider. Einerseits wurden unsere eigenen Preiserhöhungen für unsere Produkte nach dem Abbau des hohen Auftragsbestandes am Markt Schritt für Schritt wirksam und gleichzeitig profitieren wir zum Beispiel beim Legierungszuschlag und bei chemischen Produkten von rückläufigen Einstandspreisen. Die operativen Kosten stiegen im Vergleich zum Umsatz leicht unterproportional um 9,3%. Den höchsten Anstieg verzeichneten wir bei den Forschungs- und Entwicklungskosten, wo wir überproportional um 17,5% zulegten und damit weiter die Innovationskraft von Rational gestärkt haben. Insgesamt sind wir, Aufsichtsrat und Vorstand, mit dem neuen EBIT-Rekord und der weiteren Normalisierung der EBIT-Marge sehr zufrieden. Hier noch ein bisschen zurück, da fehlt eine Folie. Okay, aus der Vergangenheit kennen Sie unsere solide Bilanzstruktur. Das hat sich auch im letzten Jahr nicht verändert. Mit einer Eigenkapitalquote von 76% und einer Liquiditätsquote von 42%, die Summe aus Bankguthaben und kurzfristigen Geldanlagen, sind wir weiter sehr robust aufgestellt. Die Bilanzsumme ist im letzten Jahr um 8% auf 966 Millionen Euro gewachsen. Verantwortlich hierfür ist ein Anstieg im Eigenkapital aufgrund der guten Ertragssituation des letzten Jahres und einer im Vergleich dazu niedrigeren Dividendenausschüttung. Auf der Aktivseite wirkt sich das dann in höheren liquiden Mitteln aus. Die liquiden Mittel inklusive kurzfristiger Geldanlagen lagen zum Jahreswechsel bei über 400 Millionen Euro. Ja, wie in den Vorjahren haben wir auch im letzten Jahr im üblichen Umfang in Investitionen in die Zukunft von Rational getätigt. Insgesamt lag das Investitionsvolumen bei 35 Millionen Euro, was aufgrund von Verzögerungen bei einigen unserer Projekte etwas unter der Erwartung lag. Der Großteil der Investitionen, nämlich 28 Millionen, betrafen reine Sachinvestitionen. Weitere 7 Millionen entfielen auf die Aktivierung von Entwicklungskosten. Herr Dr. Stadelmann hat bereits über die Produktneuheiten gesprochen, das iCare System Autodose und den iHexagon, und dafür haben wir einen Teil der Entwicklungskosten aktiviert. Und bei den Sachinvestitionsprojekten waren die wesentlichen Themen die Fortsetzung der Standorterweiterung in Wittenheim, die Investition in China sowie die Fertigstellung der Büroerweiterung in Landsberg und 2 Photovoltaikanlagen, eine in Landsberg und eine in Wittenheim im Zuge unseres Nachhaltigkeitsprogramms. Ja, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, kommen wir zur Entwicklung der Rational-Aktie, Ihrer Aktie. Die langjährigen Aktionäre von Ihnen schätzen unsere Wachstumsgeschichte. Seit dem Börsengang im März 2000 hat sich der Wert der Rational-Aktie um den Faktor 35 erhöht.
Und die ersten Rational-Aktionärinnen und Aktionäre haben mit ihrem Investment inklusive Dividenden eine Rendite von sehr erfreulichen 18% pro Jahr erzielt. In diese Erfolgsgeschichte reiht sich auch das letzte Börsenjahr ein. Sie sehen auf dem Chart die Entwicklung der Rational-Aktie im Vergleich zum MDAX und DAX seit dem 01.01.2023. Die Aktie ist mit einem Kurs von rund 555 € in das Geschäftsjahr gestartet und konnte zum Jahreswechsel mit einem Kurs von nahezu 700 € einen stolzen Kurszuwachs von 26% verzeichnen. Dabei war die Kursentwicklung durchaus volatil und lag für kurze Zeit im Oktober unter dem Wert zum Jahresbeginn. Nach der Anhebung der Ergebnisprognose mit den Zahlen zum dritten Quartal Anfang November und auch mit der Ankündigung des iHexagon hat sich der Kurs sehr dynamisch auf aktuell gestern rund 810 € und einem weiteren Wertzuwachs seit Jahresbeginn um 16% entwickelt. Wir schlagen damit einmal mehr die Vergleichsindizes DAX und MDAX. Das Rational seit dem 6. März vorübergehend nicht Teil des MDAX-Indexes ist, hatte auf die Kursentwicklung keine Auswirkung. Lassen Sie mich an dieser Stelle den Hintergrund für den vorübergehenden Indexausschluss erläutern. Wir haben Anfang des Jahres auf unserer Internetseite die Entsprechenserklärung zum deutschen Governance-Kodex, wie von börsennotierten Unternehmen gefordert, veröffentlicht. Und darin haben wir mitgeteilt, dass Herr Dr. Merz aufgrund seiner nunmehr mehr als 12-jährigen Mitgliedschaft im Aufsichtsrat im Sinne des deutschen Governance-Kodex nicht mehr als unabhängig gilt. Innerhalb des Aufsichtsrates nimmt Herr Dr. Merz die Funktion des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden und des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses wahr. Die Deutsche Börse allerdings verlangt seit 2021 für eine Indexmitgliedschaft in ihren Kriterien einen sogenannten unabhängigen Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Herr Dr. Merz kandidiert nicht für eine weitere Amtsperiode und scheidet mit dieser Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat aus. Im Nachgang zu dieser Hauptversammlung wird daher der Vorsitz des Prüfungsausschusses neu besetzt werden. Wir erfüllen dann wieder alle Indexkriterien und rechnen mit einer Wiederaufnahme in den MDAX im Juni. Unsere Dividendenpolitik sieht vor, dass wir langfristig ca. 70% des Gewinns je Aktie ausschütten. Im letzten Jahr haben wir 13,50 € pro Aktie ausgeschüttet und darin enthalten war eine Sonderdividende von 2,50 €, mit der wir die Corona-bedingte Dividendenkürzung aus 2019 ausgeglichen haben. Inklusive dieser Sonderdividende lag damals die Ausschüttungsquote bei 83%. Für das abgelaufene Geschäftsjahr kehren wir nun zu unserer langfristigen Dividendenpolitik zurück und schlagen der Hauptversammlung eine reguläre Dividende von 13,50 € pro Aktie vor. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 71%. Wir können so die absolute Höhe der Dividende gegenüber Vorjahr konstant halten und die Sonderdividende des Vorjahres nun als Bestandteil der regulären Dividende abbilden. Wir würden uns freuen, wenn Sie, verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, diesen Vorschlag unterstützen. Kommen wir nun zum laufenden Geschäftsjahr. Wir haben letzte Woche am 2. Mai die Ergebnisse des ersten Quartals veröffentlicht. Der Start ins neue Geschäftsjahr ist gut gelungen. Mit Umsatzerlösen von 286 Millionen € konnten wir den hohen Vorjahreswert, der damals durch den Abbau des hohen Auftragsbestandes erhöht war, um 1% übertreffen.
Dabei kann der iVario mit einem Umsatzanstieg von 7% eine etwas höhere Wachstumsrate aufweisen und kehrt nach dem Umsatzrückgang im letzten Jahr wieder in den Wachstumsmodus zurück. Gut entwickelt haben sich einmal mehr Nordamerika und Asien mit jeweils zweistelligen Wachstumsraten. Diese beiden Regionen können damit die Umsatzrückgänge in Europa aufgrund der hohen Vergleichsbasis im Vorjahr kompensieren. Ergebnisseitig haben wir im ersten Quartal 71 Millionen Euro erzielt, ein Zuwachs gegenüber Vorjahr von 7%. Hintergrund für den überproportionalen Ergebnisanstieg im Vergleich zum Umsatz ist eine höhere Rohertragsmarge aufgrund der weiteren Entspannung bei den Einkaufspreisen. Die EBIT-Marge steigt dadurch auf 24,8% und wir können damit sogar den Wert von 2019, das letzte normale Jahr vor der Pandemie, übertreffen. Wie sieht nun unsere laufende Prognose für 2024 aus? Wir erwarten, dass 2024 nach den sehr volatilen letzten 3 Geschäftsjahren wieder ein ganz normales Jahr für uns wird. Wir blicken optimistisch auf die nahe Zukunft und erwarten ein Absatz- und Umsatzwachstum ohne Preiserhöhungen im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Bei der Rohertragsmarge gehen wir von einer Fortsetzung des Trends aus dem Vorjahr aus und erwarten eine weitere Entspannung unserer Beschaffungspreise. Auf der anderen Seite planen wir einen leicht überproportionalen Anstieg der operativen Kosten, einerseits durch den weiteren Ausbau unserer Vertriebs- und Entwicklungskapazitäten und andererseits setzen wir natürlich unsere strategischen Projekte fort, allen voran das Projekt Road to China. In Summe erwarten wir damit einen EBIT-Anstieg in etwa proportional zur Entwicklung der Umsatzerlöse und werden damit die EBIT-Marge auf dem guten Niveau von 2023 halten. Das bringt mich zum Schluss meines Vortrags. Der langjährige Trend nach mehr Außerhausverpflegung bei weltweitem Bevölkerungswachstum ist unverändert vorhanden. Die aktuellen Herausforderungen, Stichworte sind hier der sich verschärfende Fachkräftemangel, insbesondere im Beruf der Köche, hohe Energiekosten, steigende Lebensmittelpreise und der Bedarf nach nachhaltigem Garen. All das sehen wir als Chancen, die unsere Geschäftsentwicklung unterstützen. Mit unserer konsequenten Ausrichtung am Kundennutzen und unseren technologisch führenden Produkten, mit unseren hochqualifizierten und motivierten Mitarbeitern, mit unseren UIUs, mit unserer weltweiten Marktpräsenz durch eigene Tochtergesellschaften und durch Handelspartner sind wir in diesem attraktiven Markt sehr gut aufgestellt. Wir blicken daher optimistisch auf die vor uns liegenden Jahre und freuen uns, wenn wir diese Jahre gemeinsam mit Ihnen, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, gestalten können. Ich bin damit am Ende meines Vortrags. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich gebe das Wort zurück an Herrn Dr. Merz, den Versammlungsleiter.